Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, in der letzten Folge sind wir ein wenig technisch geworden. Wir haben eine 3x3 Pistentür gebaut. Sehr nice. Und heute kümmern wir uns dann mal um das, wofür die Pistentür da ist, nämlich den Bunker. Den müssen wir auch noch ein wenig ausschmücken. Und ich würde sagen, einmal die Decke einen nach oben verschoben. Ich glaube, das ist besser dann hier mit der Freiheit dafür. Okay. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich würde, glaube ich, hier hinten an die Wand einen großen Bildschirm machen, wo man dann so verschiedene Sachen drauf einblenden kann. Weil das soll ja im Prinzip so ein Raum sein, wo der König sich zurückziehen kann in einer gefährlichen Situation. Und dann kann er von hier aus auch, keine Ahnung, Kampfoperationen leiten oder so. Wenn jetzt da oben irgendwie ein Krieg ausbricht oder so, dann kann der halt hier drin sein und keine Ahnung. Von da aus das leiten. Da kommt dann noch ein Durchgang zu irgendwie so einem Besprechungsraum oder so. So, da so ein paar Plätze, wo man arbeiten kann. Da sitzen dann Leute, keine Ahnung. Ja, dann mache ich das, glaube ich, eher so. Dann packe ich hier auch noch so einen Platz hin. Und dann kommt hier einfach ein Tisch hin. Den wollte ich eigentlich erst in den anderen Raum machen, aber ich glaube, ich mache den jetzt einfach hier hin. So. So. Damit haben wir den Bunker fertig. Und jetzt kommen die Geheimgänge. Ich würde sagen, wir starten mal hier mit dem Geheimgang zum Thronsaal. Den muss ich ein bisschen nach außen bauen, den muss ich auch hier nach unten bauen, weil hier kommt ja schon die Küste. Das heißt, hier sollte ich dann hier so lang gehen und ich muss natürlich auch an der Redstone-Schaltung vorbei. Und dann hier auch natürlich an dem Teil hier, weil hier habe ich ja den Thronsaal gespielt, unten drunter gebaut. Und dann hier ist auch schon die Küste. Das ist halt alles relativ knapp tatsächlich. Ja, da haben wir nämlich das Problem. Ich glaube, ich muss da auf jeden Fall erst noch weiter runter gehen. Okay, so haben wir das schon mal erledigt. Die beiden Seiten sind verbunden. Jetzt haben wir hier natürlich noch außen diesen Tunnel. Das sieht natürlich noch nicht so schön aus. So, hier, das ist relativ easy. Das kann ich hier einfach aufschütten. Kommt da noch ein bisschen mehr Sand drauf. Das Ding ist, das hier ist ein bisschen komplizierter. Weil hier haben wir ein recht steiles Cliff. Ich mache mal eben den Shader aus, dann sieht man das ein bisschen besser. So, wir haben hier halt ein relativ steiles Cliff. Da ist es halt schwierig, sowas hier unterzubringen. Da müsste ich halt das hier alles komplett auffüllen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht macht es da dann eher Sinn, das Ganze hier einfach eher so zu machen. Oder vielleicht so zum Beispiel. Und da oben dann vielleicht noch Slabs drauf, um halt die Lampen zu verdecken. Ja. Ja, das passt. So. Gut, dann haben wir hier den Gang zum Thronsaal. Dann muss ich das jetzt noch da oben mit connecten. Hier. So, Gang Nummer 1 fertig. Gang Nummer 2 kommt direkt gegenüber. Dann würde ich hier den Eingang machen. So, haben wir auch den Gang fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, der Eingang soll natürlich auch versteckt sein. So, ich würde sagen, da machen wir einfach einen Hebel. Weil von außen soll man das ja sowieso nicht aktivieren können. Das soll ja von außen gar nicht merkbar sein, dass hier überhaupt ein geheimer Eingang ist. Und wenn wir das mit dem Hebel machen statt mit dem Knopf, dann sparen wir uns hier den T-Flip-Flop. Dann müsste jetzt nämlich hier... Ja, es ist zu. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch, wenn ich es wieder einklappe. Das tut es nicht.
Warum nicht? War das noch zu schnell? Ich glaube, das war noch zu schnell, oder? Hä? Warum geht's jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was? Warum klappt's, nachdem ich diesen Repeater hier eingebaut habe? Der macht doch gar keinen Unterschied. Hä? Also, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Okay, das ist jetzt wirklich seltsam. Das verstehe ich nicht. Warum? Was macht denn das für einen Unterschied? So, wenn hier der. Klar, das Problem ist, also ich verstehe, was das Problem ist. Das Problem ist, dass wenn die eingefahren werden, die hier wieder zu schnell entpowered werden, bevor der hier entpowered wird. Aber das Ding ist doch, wenn ich hier einen Repeater einbaue, macht das doch gar keinen Unterschied, wie jetzt die Zeit ist, wo hier die Pisten entpowered werden, bevor die Pisten entpowered werden. Das macht doch gar keinen Unterschied. Das passiert nur ein bisschen später von dem Zeitpunkt, wo ich den Hebel ziehe. Hä? Keine Ahnung, ich hinterfrag's einfach nicht. Ich pack da einfach den Repeater rein und fertig. Ja. Keine Ahnung, ich versteh's nicht. Egal. Aber damit haben wir jetzt hier einen geheimen Eingang. Klar, die Pistons hier sieht man natürlich. Ist ein bisschen hässlich. Redstone-Technik sieht halt immer nicht so ästhetisch aus. Aber das lässt sich leider nicht verhindern. Das ist leider, das muss leider so. Anders wäre es dann halt nicht möglich, dass man das hier halt gar nicht sieht. Naja, gut. Damit haben wir dann die Geheimgänge und wir haben auch den Bunker. Ich weiß noch nicht, was wir dann in der nächsten Folge machen werden. Mal sehen. Aber wenn ihr das erfahren wollt, lasst ein Abo da. Bis dann.